Okay, would you mind reading for us from the book of Psalms in chapter 56, verse 3, please, Gila? I don't mind at all. Psalm 56, Vers 3. So, was steht da? Nein, das ist Vers 4 auf Deutsch. Sorry. Oh, okay. You will remember to change that in the workbook, right? Yes, I will. Okay. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Is that 7 or 8 words in German? 8. 8 words in German. We are blessed to only have 5 words in Hebrew. In der deutschen Sprache haben wir 8 Wörter, in der hebräischen Sprache nur 5. Okay, so the first word here is a word that I didn't hear Gila read in German. Tja, das erste Wort ist ein Wort, was wir nicht in unserem deutschen Bibelvers gesehen haben, oder? In English as well, this is not translated directly, it's translated with a concept, with an idea. In der englischen Sprache finden wir das Wort auch nicht. Das Wort wird irgendwie umschrieben als Konzept oder als Gedanke. What is this word? Und was ist das Wort hier? I hope you guys know. It's the word Yom. Und ich hoffe, ihr wisst es. Es ist das Wort Yom. Which translates to day. Und das wird übersetzt als Tag. So you don't read anything about day in the German translation, right? Also in der deutschen Übersetzung haben wir nicht über einen Tag gelesen, oder? What does it say? Whenever I am afraid. Or what does it say in German? Hier steht, wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. When I am afraid, or what does it say? When I have fear. Okay. So in Hebrew it says Yom, and then it describes this day with the following word. In der hebräischen Sprache lesen wir Yom und dann wird dieser Tag beschrieben mit diesem Wort. I think many of you've heard of the Hebrew festivals or the biblical festivals like Yom Kippur, Yom Teruah, which starts with Yom and then it gives a definition to this day. Und ich denke mal, die meisten von euch, ihr habt schon mal von den hebräischen oder biblischen Festen gehört, die lauten Yom Kippur oder Yom Teruah, also Tag und dann welcher Tag das ist. Oh, we just did the days of the week in this lesson. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Oder wir haben ja die Wochentage uns angeschaut. Ne? In dieser Lektion, wir haben gesagt Yom Rishon, Yom Shlishi, Yom Sheni. So, Yom Ira. Und hier wird uns gesagt Yom Ira. It's like we are seeing a description of the day here. Und es ist fast so, als ob uns beschrieben wird, um was für einen Tag es sich hier handelt. A day where I have fear. Ein Tag, an dem ich Angst habe. So this is literally translated the way I write it to you here. Okay, die Art und Weise, wie wir das hier schreiben, das ist die wortwörtliche Übersetzung. Ne? So Yom Ira means day that I have fear. Yom Ira bedeutet der Tag, an dem ich Angst habe. So what do I do on the day that I have fear? Und was mache ich an diesem Tag? Let's read. Lesen wir weiter. This is the Hebrew for I, if you guys don't remember it. Das ist das hebräische Wort für ich, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Yom Ira
ani. On this day of fear, An diesem Tag, wo ich Angst habe, tue ich etwas. This is not the verb yet. Das ist noch nicht das Verb, aber ich tue etwas. So, on this day that I have fear, to you. Ich zu dir oder auf dich. If you remember correctly, the cha at the end refers to you. Ihr erinnert euch, ne? Wenn cha am Ende von einem Wort steht, hat das etwas mit dir zu tun. Okay, Yom ira ani elecha. What do I do to you? Was tue ich zu dir? When it's written in this form, we know that he is speaking about God here. Und wenn es in dieser Form geschrieben wird, dann wissen wir, er spricht über Gott. Ja? Gott ist derjenige, mit dem er etwas tut. Yeah. And this is a word that we have had in a different form. Und das ist ein Wort, das Wort hatten wir schon mal in eine etwas andere Form. We had the scripture betachti, Wir hatten die Schriftstelle betachti. which means I trust or I trusted. Das bedeutet, ich vertraue oder ich habe vertraut. And here it means the same. I will trust. Und hier bedeutet das, ich werde vertrauen. And the I is literally in here because it's written in the future tense when you see the aleph in the beginning there. Und ich steht wirklich mit drinne in diesem Wort, weil das in Futuro geschrieben steht. I will trust. Ich werde vertrauen. So what are we reading in this psalm? Was lesen wir also hier in diesem Psalm? I can actually put this like in brackets because we have I up here, so it's assumed. Und wir können das in Klammern setzen, ne, damit es ein bisschen mehr Sinn macht, weil ich schon hier oben steht. Okay. On this day that I have fear, I will trust you. And it's referring to God. An diesem Tag, an dem ich ängstlich bin, werde ich vertrauen. Ich werde dir vertrauen. Und er nimmt Bezug auf Gott, ne? So the Hebrew word for fear is the word pachad. And when you read this, you see it's not really pachad. Und das hebräische Wort für Angst, für Furcht ist pachat. Und wenn wir das hier lesen, das ist nicht wirklich das Wort für Furcht. It is more of a day that I have doubt, or a day that I have a bad day, basically. Sondern das hier ist mehr die Rede von einem Tag, an dem ich Zweifel habe, ein Tag, der nicht so gut ist, der nicht so gut läuft. And yes, it is connected to fear. When we see later the fear of God, then it refers to this. It's not true fear. It's like having a day of trouble. Oh, that's a nice word, trouble. Und das ist natürlich, wenn wir dann schauen, natürlich hat es ein wenig mit Angst zu tun, aber es ist mehr an dem Tag, an dem ich bekümmert bin. Ja? So
have you ever just woken up in the morning and you feel, I just don't feel well in my soul today. I didn't feel well in my mind today. Bist du jemals morgens aufgewacht und du hast direkt das Gefühl gehabt, ich fühle mich nicht wohl in meine Seele heute, in meinen Gedanken ist es heute nicht so tipptopp. Or maybe it's only me, but I sometimes have days like those where I just wake up and I just feel, oh, I don't know if this is going to be a good day. Und vielleicht geht es nur mir so, ne? Aber manchmal wache ich auf und ich denke, ach, ich weiß überhaupt nicht, ob dieser Tag gut werden kann. Hm? This is what he's speaking about here in the Yom Ira. Und das ist das, was er hier meint, an diesem Art von einem Tag, an diesem Yom Ira. Yom Ira ani elecha evtach. An so einem Tag werde ich dich vertrauen. And I like to, in the morning where I feel that way, I like to get up and I say, this is the day that Yod-Heh-Vav-Heh has made, and I will rejoice and be glad in it. Und an so einem Tag stehe ich gerne auf und erinnere mich daran. Dies ist der Tag, den Yod-Heh-Vav-Heh gemacht hat. Ich werde mich erfreuen und froh sein darin. And sometimes I then bring in this Hebrew where I say, Ani elecha evtach. Und manchmal sage ich das auf Hebräisch, ich vertraue dir. It's to make a proclamation, God, I trust you. I trust you in this day. Und das ist, um etwas zu proklamieren, zu verkünden. Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir an diesem Tag. So if you have a bad day or you've had some of these and you feel you need to then proclaim it again, please do that. And you can do it in Hebrew as well. God obviously understands Hebrew. Und wenn du einen schlechten Tag hast oder wenn du mal denkst an einen Tag, wo es nicht so gut gelaufen ist, dann kannst du das hier nehmen und verkünden und sehr gerne auch auf Hebräisch. Gott versteht natürlich auch Hebräisch. And what I'm reading in Psalms is basically a preparation. It's getting my mind ready to say, if I'm going to have such a day, I will trust in you, God. Und wenn ich das hier lese in den Psalmen, dann begreife ich, es geht darum, dass ich mir selbst sage, wenn ich schon so einen Tag haben werde, dann vertraue ich dennoch auf dich, Gott. It's a preparation verse. Das ist ein Vers, wo ich mich vorbereite. I'm going to read it once more to you. Tian And then I wird euch want you das to jetzt send it as homework to me, please. Tian wird euch diesen Vers noch einmal vorlesen und ihr macht das dann als Hausaufgabe, dass ihr eine Stimmaufnahme davon aufnimmt. So, Yom Ira ani elecha evtach. I will trust in you. Ich vertraue auf dich. Wonderful. May you have a blessed weekend, Sof Shavua, and thank you for the wonderful opportunity to give you class. I love to do it. Auf dass ihr ein wunderbares Wochenende habt, ne? Ein wunderbares Sof Shavua. Und danke für das Privileg, dass wir hier Unterricht erteilen können. Wir mögen es sehr, das zu tun. I hope you enjoyed that just as much as I enjoy teaching Hebrew and teaching the Bible from the Hebrew language perspective. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, wie ich Spaß dabei habe, wenn ich Hebräisch unterrichten kann und wenn ich das aus der biblischen Perspektive machen kann. We have a lot of material on the Hebrew language and the Bible from this culture and language perspective on kolkala.com. Und wir haben ganz, ganz vieles an Materialien über die hebräische Sprache und über die Bibel aus eben jener Perspektive auf kolkala.com. And if you're interested in learning Hebrew, you can write to me and I will help you to maybe fall in with a class or follow some lesson of us somewhere. You can write to tian@hebrewpeople.com.
Und wenn du Interesse daran hast, die Sprache zu lernen, dann kannst du mir gerne schreiben, tian@hebrew-people.com, und dann können wir schauen, in welche Klasse wir dich unterbringen können oder wo du dir die Aufnahmen anschauen kannst. People often ask us, how can they support us? You're welcome to go onto our website, hebrewpeople.com, and you'll see there is a donate button. If you click on it, you'll see all our banking details, and that's it. We don't need to then send you everything personally. It's there for you to see whatever you'd like. Und die Menschen stellen uns häufig die Frage, wie sie uns finanziell unterstützen können. Nun ja, wenn du auf hebrewpeople.com gehst und du gehst auf die deutsche Seite, dann gibt es dort ein Knöpfchen, das heißt Spenden. Und wenn du darauf klickst, hast du alle Kontodaten von uns. Dann brauchst du uns also nicht mehr anzuschreiben, du brauchst nicht mehr nachzufragen. Du kannst einfach dann geben, wann der Herr es dir aufs Herz legt. So as we say in Hebrew, Shalom. Und wie wir das auf Hebräisch sagen, Shalom.